In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Aufbau von Atomkernen aus Nukleonen, den Quarks und der starken Wechselwirkung bzw. starken Kernkraft. Wie wir bereits wissen, besteht alles um uns herum aus Elementarteilchen, die im Standardmodell der Teilchenphysik beschrieben werden. Außerdem gibt es 4 fundamentale Kräfte in der Natur: die starke Wechselwirkung bzw. starke Kernkraft, die elektromagnetische Kraft, die schwache Wechselwirkung bzw. schwache Kernkraft und die Gravitation. Diese Kräfte werden durch sogenannte Austauschteilchen vermittelt. Betrachten wir einen größeren Atomkern, stellen wir fest, dass auf kleinstem Raum zahlreiche positiv geladene Protonen existieren. Da sich gleichnamige Ladungen abstoßen, stellt sich die Frage, warum der Atomkern nicht sofort auseinanderfliegt. Um dies zu verstehen, müssen wir den Blick ins Innere eines Protons und eines Neutrons richten. Gemäß dem Standardmodell sind Protonen und Neutronen keine Elementarteilchen, sondern bestehen aus noch kleineren Teilchen, den Quarks. Ein Proton setzt sich aus einem Down- und 2 Up-Quarks zusammen, während ein Neutron aus 2 Down- und einem Up-Quark besteht. Die Ladung eines Down-Quarks beträgt -1/3 e, die eines Up-Quarks +2/3 e. E steht für die Elementarladung. Addiert man die Ladung der Quarks im Neutron, ergibt sich eine Gesamtladung von 0 e, sodass das Neutron ungeladen ist. Ein Proton hingegen hat eine Gesamtladung von +1 e. Die Frage, wie Quarks zusammengehalten werden, führt uns erneut zum Standardmodell. Die Kraft, die Quarks bindet, wird durch Gluonen vermittelt, die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung. Gluonen sorgen durch den ständigen Austausch für den Zusammenhalt der Quarks innerhalb eines Protons oder Neutrons. Die Reichweite dieser Kraft beträgt etwa den Radius eines Protons, also rund 1 Femtometer, und ist damit weitgehend auf das Innere des Protons begrenzt. Es gibt jedoch eine Restkraft, die über die Grenzen des Protons hinauswirkt. Diese äußert sich als anziehende Kräfte zwischen Quarks verschiedener Nukleonen und hält benachbarte Protonen und Neutronen im Atomkern zusammen. Dank der starken Kernkraft bleibt der Atomkern trotz der elektrostatischen Abstoßung der positiv geladenen Protonen stabil. Allerdings hat auch diese Kraft ihre Grenzen. Mit zunehmender Größe eines Atomkerns und steigenden Anzahlen von Protonen nimmt die abstoßende Kraft zwischen ihnen zu. Wenn der Kern zu groß wird, etwa bei Elementen schwerer als Bismut, reicht die starke Kernkraft nicht mehr aus, um die abstoßenden elektrischen Kräfte vollständig zu kompensieren. Dies führt dazu, dass solche schweren Elemente instabil und radioaktiv sind, da die Kernkräfte die Struktur des Kerns nicht mehr zusammenhalten können.